Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für September und Oktober 2020. Wie immer schauen wir uns an, was es so Neues gibt rund um den Kanal, woran ich arbeite, was ich mir Neues zugelegt habe und worauf ihr euch so freuen könnt in den nächsten Wochen. Leider waren die letzten 2 Wochen für mich vollkommen unproduktiv, denn ich musste mich in häuslicher Quarantäne aufhalten. Ein Arbeitskollege von mir war mit dem Coronavirus infiziert und das war dann eben die Sicherheitsmaßnahme, dass ich eben zu Hause bleibe und auf mein Testergebnis warte. Das ist negativ ausgefallen, also gut für mich. Das hatte nur eben zur Folge, dass ich hier an der Werkbank nichts schaffen konnte und auch bei der Videoproduktion ist einiges in Verzug geraten, wie ihr sicherlich gemerkt habt. Dieses Kanalupdate sollte ja schon letzte Woche erscheinen. Ja, so ist es eben. Sind wir froh, dass es Tests gibt, aber die Auswertung der Tests lässt doch teilweise etwas zu wünschen übrig und man muss eben sehr lange warten, was doch ein bisschen unnötig ist. Aber so ist es eben, ist kein Weltuntergang. Auch das zweite Thema hat mit dem Coronavirus leider zu tun und zwar wurden wieder 2 Veranstaltungen abgesagt, bei denen ich eigentlich anwesend sein wollte. Die erste wäre die internationale Modellbaumesse in Ried gewesen, Mitte Oktober. Das wurde relativ bald schon nach meinem letzten Kanalupdate abgesagt. Ich hoffe, ihr habt es alle mitbekommen und seid nicht völlig umsonst dorthin gefahren. Ja, schade, aber so ist es eben. Ich denke, unter den gegebenen Umständen ist so eine Veranstaltung auch einfach nicht tragbar. Deswegen würde ich mal sagen, richtig gehandelt von den Veranstaltern. Die zweite Ausstellung, die abgesagt wurde, war die Figuren- und Modellbauausstellung im elsässischen Mosheim. Das wäre jetzt am 7. und 8. November gewesen. Ja, wundert mich auch nicht, dass das abgesagt wurde. Ist einfach nicht tragbar. Finde ich nur besonders schade, weil diese Veranstaltung hat mir vor 2 Jahren, als ich da war und ausgestellt habe, wirklich sehr gut gefallen und habe mich schon total darauf gefreut, meine französischen Kollegen dort wieder zu treffen. Hat leider nicht geklappt. Sollte es wieder möglich sein, werde ich dort auf jeden Fall wieder ausstellen. Ist eine schöne Location. Man kommt auch mal mit anderen Modellbauern zum Reden. Viele aus Frankreich, aus der Schweiz, aus der Pfalz und aus dem Badischen. Das finde ich ganz gut. Ist mal eine schöne Abwechslung und ist ja auch eine schöne Stadt, das Mosheim. Also kann ich schwer empfehlen. Dass dieses Jahr so viele Modellbauausstellungen und Messen abgesagt werden mussten, ist wirklich bedauerlich und schade. Zumal man ja auch nicht weiß, wie lange der Zustand noch anhalten wird. Ist ja durchaus möglich, dass wir nächstes Jahr immer noch keine Ausstellung haben werden. Und das hat jetzt in den letzten Wochen dazu geführt, dass ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe, wie man das vielleicht umgehen kann. Und da bin ich auf das Konzept der Online-Ausstellung gekommen. Ich stelle mir das ungefähr so vor, dass ihr, also meine Zuschauer oder wer sonst auch mitmachen will, Vereine, Einzelpersonen, spielt keine Rolle, mir einfach Bilder eurer Modelle zusendet und ich mache dann eben ein Video draus, wie so ein Messerundgang. Und das Ganze kann man vielleicht auch noch entsprechend kommentieren oder untertiteln, wie auch immer. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das wäre ganz interessant und vielleicht ein kleiner Trost für dieses Jahr, dass wir dann alle eben doch eine Ausstellung noch zu sehen bekommen. Ich werde mir da mal Gedanken machen, wie man das vielleicht managen kann. Soll ja auch nicht zu arbeitsintensiv werden. Vielleicht hört ihr da davon noch mehr in einem separaten Video. Ja, schauen wir mal, wie es klappt. Dann haben mich in den letzten Wochen zahlreiche Spenden erreicht, hauptsächlich von den Vereinskollegen des PMV Augsburg. Das möchte ich euch auch noch alles zeigen. Hier das erste kommt vom Holger und es sind hier diese Kabeltrommeln von Mini-Art im Maßstab 1:35. Sehr nützliches Dioramenzubehör, ist auch ganz cool, da sind verschiedene Abziehbilder dabei für die Beschriftungen, damit das Ganze ein bisschen Leben eingehaucht bekommt. Ja, kann ich auf jeden Fall sehr gut brauchen. Vielen Dank, Holger. Die zweite Spende kommt von Matthias. Das ist ein bisschen umfangreicher. Ich hole das mal hier hoch, damit das mal so ein bisschen auf euch wirken kann. Das sind hier so mehrere Boxen und das hat der Matthias, glaube ich mal,
billig gekauft aus irgendeiner Wohnungsauflösung. Und da sind hier so diverse Figuren drin, was man halt so brauchen kann. Verschiedenes, wie ich so sehen kann. Hauptsächlich hier sind jetzt moderne Sachen drin. So, teils zusammengebaut, teils bemalt, teils noch einzeln. Hier haben wir Bausätze tatsächlich, und zwar in Tüten. Ist auch sehr schön. Also die Teile sind schon alle ausgelöst. Hier zum Beispiel sehr schön von Italeri, der Jagdpanzer 1, glaube ich, müsste das sein. Da ist auch noch ein Schwimmwagen drin und eine Panzerdraisine und ich weiß nicht was noch. So diverses möchte ich mal sagen. Ich glaube sogar größtenteils komplett. Und hier müssten nochmal Figuren drin sein. Ja, es sind auch Figuren drin. Auch wieder so diverses. Ja, ich sage ja immer, Figuren kann man nie genug haben. Ja, da ist auf jeden Fall allerhand dabei, was man irgendwie mal verwenden kann, zerlegen kann, ja, komplettieren kann, wie auch immer. Und das ist ganz interessant. Allerdings natürlich ein bisschen krass, ja, wie das hier so verpackt ist. Naja, so ist es eben. Vielen Dank, Matthias. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Belohnung ist oder eine Strafe, aber ich werde es irgendwie mal verwenden können. Und das, glaube ich, ist alles, was zählt. Dann hat mir auch noch der Marc was zukommen lassen. Und zwar hier zum einen einen selbst konstruierten und selbst gedruckten Tobruk-Bunker im Maßstab 1:35. Der Marc beschäftigt sich nämlich recht intensiv mit dem Thema 3D-Druck. Der ist da voll drin. Und ja, sieht echt geil aus, das Ding. Mit Innenraumdetails, ja, leicht zu montieren. Das Einzige, was man ergänzen muss, ist hier die Lafette fürs Maschinengewehr. Aber ich denke, das ist machbar. Ja, kann ich bestimmt mal gut brauchen, für ein Normandie-Diorama zum Beispiel. Und das zweite, das ist vielleicht ein bisschen schlecht zum Sehen, aber das sind zwei Figuren von russischen Panzersoldaten im Maßstab 1:35. Hat er auch gedruckt für mich. Die sehen auch ziemlich interessant aus. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich habe mal vor einer Weile Figuren von Global Managers vorgestellt. Und der bietet auch diese Dateien an, mit denen man eben die Figuren selber ausdrucken kann, wenn man so einen 3D-Drucker hat. Und da gibt es einige Figuren, die kosten Geld, andere sind umsonst sogar. Und das ist jetzt hier so ein Set, was gratis angeboten wird. Und das hat er auch mal ausprobiert und mir dann das zukommen lassen. Muss ich natürlich noch versäubern, da sind noch diese Stützstrukturen dran. Aber prinzipiell schauen die gar nicht übel aus. Ein bisschen versäubern muss man es natürlich. Aber es ist wirklich interessant, was da eben die Technik für Fortschritte macht. Also das ist echt ein spannendes Thema. Und ich denke, das wird im Modellbau wahrscheinlich für den einen oder anderen bestimmt eine Rolle spielen in Zukunft. Die nächste Spende kommt von Peter und Heinz. Die haben hier so diverse Bausätze für das Kinderferienprogramm akquiriert. Der Kurs musste ja wegen Corona dieses Jahr ausfallen und mir ist leider nicht gelungen, ein adäquates Ersatzprogramm auf die Beine zu stellen, aber immerhin konnte ich ein paar Bausätze an die Kinder hier in der Nachbarschaft verschenken. Immerhin. Und wenn das wieder stattfinden kann, haben wir auf jeden Fall genügend Bausätze, dank dieser Spenden. Ich werde euch mal kurz zeigen, was da so alles dabei ist. Das sind so ungefähr 30 Bausätze. Da sind so Sachen dabei wie hier von Airfix die Lysender oder hier von Farmtex Lottenjahr, kennt den Hersteller nicht, eine Hurricane oder hier von Matchbox eine Hawker Fury. Das ist das KP, eine Spitfire vom KP oder hier von Matchbox eine F86. Nur so als Beispiel. Ja, sind vielleicht Bausätze, die gewissen Sammlerwert haben, aber das ist mir wurscht. Bausätze müssen gebaut werden
Und die Kinder haben eine große Freude dran. Und der Kurs steht und fällt eben mit den Bausätzen. Das ist eben der größte Kostenfaktor. Und dank so reichlicher Spenden kann der Kurs auf jeden Fall wieder stattfinden, wenn das eben durch Corona Beschränkungen eben nicht mehr verhindert wird. Deswegen vielen Dank dafür, das ist wunderbar und erlaubt mir, das weiterzuführen. Auch die Firma Gerodesign hat fürs Ferienprogramm gespendet. Das ist auch wunderbar. Hier ein Eurofighter und eine F-15. Ist natürlich perfekt mit den Starterpacks, weil man dann gleich den Kleber dabei hat. Kann man auch immer brauchen, weil ohne Kleber kann man keine Modelle bauen. Vielen Dank dafür, das weiß ich sehr zu schätzen. Und darüber hinaus hat mir Gerodesign auch noch 2 Chargen ihrer neuen Produkte dazugelegt. Und zwar hier einmal diese Flaggen, natürlich nach deutschem Recht entsprechend abgeändert, sollten relativ schöne Fliegersichttücher abgeben und dann hier noch Teppiche, auch sehr schön bedruckt. Gibt es zwar Konkurrenzprodukte auch von Plusmodel, glaube ich, trotzdem konkurrenzbelebtes Geschäft und die sehen eigentlich ganz schön aus, die Sachen. Also vielen Dank dafür, kann ich auf jeden Fall gut brauchen. Und zu guter Letzt noch ein kleines Tauschgeschäft, was ich mit dem Carsten getätigt habe. Und zwar hier von Hobbyboss, der Troll D1 im Maßstab 1:35. Den Bausatz habe ich zwar schon im Depot, aber ich habe noch einen Satz Friolketten dafür, also die muss man ja irgendwie verwenden. Und es trifft sich ganz gut, weil aus dem Bausatz, den ich schon habe, möchte ich die schwedische Variante machen und dann kann ich hier nochmal einen ungarischen bauen. Ja, vielen Dank dafür. Das Tauschgeschäft ist für mich äußerst günstig und wenn alles klappt, wird das ganze Ding auch mal gebaut auf irgendeiner Ausstellung stehen und du kannst es dann mal näher anschauen, was daraus geworden ist. Den Carsten hat nämlich abgeschreckt, dass da die Ketten des Bausatzes mehr als dürftig sind und nachdem ich eben die Friolketten habe, dachte er sich eben, dass das Ding bei mir ein bisschen besser aufgehoben ist und ich kann es auf jeden Fall gut brauchen. Schauen wir uns jetzt an, was ich so seit dem letzten Update fertiggestellt habe. Das sind insgesamt 2 Projekte. Ist jetzt gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass ich doch ziemlich lange in Quarantäne war. Und davon abgesehen bin ich auch zu nichts anderem gekommen, modellbauerisch. Aber dazu gleich mehr. Das erste Projekt ist der Romfell-Panzerwagen von Copper State Models im Maßstab 1:35. Im vorherigen Update habe ich euch das ja schon gezeigt. Da war das Diorama schon soweit vorbereitet und der Romfell schon lackiert. Danach ging es weiter mit der Alterung des Panzerwagens. Habe ich ganz klassisch gemacht. Erst ein paar Lackschäden aufgemalt. Dann ging es an die Verschmutzung. Da habe ich hauptsächlich Erde aus dem Garten und Ölfarbe verwendet, um eben diese Schlammeffekte vor allem am unteren Bereich des Fahrzeugs zu erzeugen. Ja, und dann war der Panzerwagen schon mal fertig und ich konnte dann weitermachen mit der Figurenbemalung. Das ging recht fix von der Hand. Die Figur von The Body ist sehr schön detailliert und lässt sich dementsprechend auch ohne tief in die Trickkiste greifen zu müssen auch ganz gut bemalen. Also macht einiges her die Figur, bin ich auch recht stolz drauf. Die Farbgebung der K&K-Uniformen ist immer ein bisschen so eine Sache. Das ist eine ganz eigene Farbe, so ein grau-blau-violett, würde ich mal sagen. Muss man sich einfach selber anmischen. Hatte ich so in der Vergangenheit ein bisschen Probleme damit, den Farbton zu treffen, aber hier ist es ein bisschen besser gelungen. Ich habe da hauptsächlich Farben von Revell verwendet, aber ich kann euch nicht mehr sagen, wie da die Mischungsverhältnisse sind. Es kam auf jeden Fall ziemlich viel Rot und Blau zum Einsatz, damit man da eben diesen ganz eigenartigen Lila-Stich von diesem Grau hinbekommt. Danach ging es weiter mit der Dioramengestaltung. Da war ich zunächst ein bisschen unschlüssig, wie ich weitermachen will. Ich wollte hier in diesem Bereich einen Baum einfügen, aber ich hatte nichts Passendes da. Drum habe ich mir kurzerhand so ein kleines Bäumchen selbst gebaut. Das Bäumchen besteht in der Hauptsache aus so einem kleinen Zweig,
den ich im Garten gefunden habe. Und in den habe ich dann kleine Löcher gebohrt und hier diese dünnen getrockneten Meerschaumzweige eingeklebt mit Sekundenkleber. Und so bekommt man relativ einfach und effektiv so ein kleines Bäumchen oder Gebüsch zusammen. Habe das dann noch entsprechend lackiert, Ölfarbenwash drauf und dann auf der Base befestigt. Bei der Bodengestaltung habe ich wieder auf bewährte Methoden zurückgegriffen. Der Schlamm besteht aus einer Mischung aus Erde, Holzleim und Wasser. Das wird dann zu so einer Paste verrührt und das Ganze habe ich dann auf dem Boden des Dioramas aufgetragen. Als es dann trocken war, habe ich das noch mit Ölfarbe behandelt. Eben die gleiche Ölfarbe, die auch schon für die Schmutzeffekte an dem Panzerwagen eingesetzt wurden, damit das Ganze einfach ein bisschen feuchter und schwerer und dunkler aussieht. Und zu guter Letzt kamen noch die Schneeeffekte drauf. Da habe ich auch wieder bewährtes verwendet, und zwar hier dieses Modellbau-Schneepulver. Kann man auch ganz einfach mit Wasser und Holzleim verrühren und dann, wo man es eben haben will, auftragen. Und das Zeug schrumpft nicht. Das erzeugt eine schöne Textur und ich finde, das sieht recht überzeugend aus. Insgesamt finde ich, dass Schneedioramen zu den einfachsten Dingen gehören, die es so gibt. Ich habe da auch schon Videos dazu gemacht, also wenn ihr wollt, könnt ihr euch das mal anschauen. Es ist wirklich kein Hexenwerk, wenn man eben die richtigen Produkte verwendet. Das zweite fertige Projekt habe ich erst vor kurzem begonnen und bisher auch nur meinen Unterstützern auf Patreon gezeigt gehabt. Das ist ein athenischer Hoplite während der Schlacht von Marathon von Medieval Forge Miniatures im Maßstab 75 mm. Wenn ihr das vorherige Kanalupdate schon gesehen habt, dann erinnert ihr euch vielleicht an die Figur. Die hatte ich da schon gezeigt. Und zwar hat mir der Markus von Scale Model Bench Plastic Models die Figur geschenkt. Und die hat mir so gut gefallen, dass ich die auch gleich angefangen habe zu bauen und zu bemalen. Wunderbar detailliert, schöne Resinfigur ohne irgendwelche Makel. Ich musste nichts spachteln und dann ging es auch schon relativ schnell an die Bemalung, die eine ziemliche Herausforderung war. Ich habe mir nämlich eingebildet, dass der Hoplite so eine weiße Tunika tragen soll und musste dann feststellen, dass weiß unglaublich schwierig zum Schattieren ist. War relativ aufwendig, ist auch nicht ganz perfekt geworden, aber ich glaube, ich weiß, was ich nächstes Mal besser machen kann. Obwohl ich ja ein großer Fan bin von den Acrylfarben, habe ich für alle Teile, die hier Gold- und Bronzefarben sind, diese Revell Enamel Farben verwendet. Ich finde einfach, dass es keine wirklich guten Gold- und Bronzetöne in Acryl gibt. Wenn ihr welche kennt, könnt ihr mir da gerne Bescheid geben. Ich habe schon so einiges ausprobiert und nichts hat mich bisher wirklich zufriedengestellt. Diese Enamel-Farben, finde ich, erzeugen einen sehr überzeugenden metallischen Glanz. Und ich finde, das kommt ja auch ganz gut raus. Für den Schild des Hopliten habe ich Abziehbilder verwendet, wie man sehen kann. Bin einfach kein guter Freihandmaler. Ich habe es hier sogar versucht. Ich wollte da so eine Seeschlange draufmalen. Sah aber einfach nicht gut aus. Darum habe ich das wieder abgeschliffen und dann einen zweiten Anlauf mit Abziehbildern unternommen. Ist so akzeptabel, könnte schöner sein. Es gibt tatsächlich so Abziehbilder für Figuren von Andrea hauptsächlich, aber das ist nicht mehr leicht zu bekommen. Also wenn man da auf eBay schaut, die wollen für so einen Abziehbilderbogen teilweise 60 € und das ist schon ein bisschen lächerlich, dann sollen sie es behalten. Dann behelfe ich mich eben so. Ja, der Sockel wurde in üblicher Art und Weise gebaut. Das ist unten so ein Holzklotz, der dann außen mit Balsaholz verkleidet wurde, innen drin dann mit Styropor aufgefüllt und oben drauf habe ich dann mit Modelliermasse und Erde aus dem Garten eben das Gelände geformt. Die Grasbüschel und hier dieses kleine Gebüsch kommen von Mini Natur und der Sockel ist vorne hier noch mit einer
athenischen Münze verziert. Das ist eine Reproduktion, die gibt es bei eBay, relativ preiswert. Und ich finde, das macht doch einiges her so. Ja, alles in allem war das ein schönes Zwischendurch-Projekt. Ich wollte schon längst mal wieder eine 75 mm Figur bemalen. Ja, jetzt bin ich endlich dazugekommen und es wird auch eins der nächsten Sachen sein, die ihr hier auf YouTube sehen werdet. Da werde ich dann noch Fotos machen und ein Video dazu. Mit den übrigen Projekten, die ich gerade so in der Mache habe, bin ich leider überhaupt nicht vorangekommen. Das bisschen Zeit, was ich hatte, ist komplett für den Romfell und den Hopliten genutzt worden. Dann saß ich eben längere Zeit in Quarantäne und konnte eben nicht weitermachen. Zeit hätte ich gehabt, aber was will man machen, wenn man eben zu Hause eingesperrt ist und nicht an seine Werkbank kann. Ja, deswegen gibt es da leider keine Fortschritte und ich hoffe, dass ich da in den nächsten Wochen ein bisschen aufholen kann. Mein Plan sieht unter anderem vor, dass ich einen neuen Diorامensockel baue für meine Figurengruppe zum Thema englischer Bürgerkrieg. Den Sockel, den ich da habe, der gefällt mir irgendwie nicht mehr so und ich möchte ein bisschen was Kleineres bauen stattdessen. Und das möchte ich machen. Dann möchte ich auch mit dem Baubericht weitermachen, mit dem T34 und dem Stuck 3. Da hat sich eben auch nichts getan. Das Stuck 3 muss gealtert werden und fertig montiert werden und dann wäre da auch der nächste Teil des Bauberichts schon in greifbarer Nähe. Da wollte ich hauptsächlich deswegen nicht weitermachen, weil mein Finger an der linken Hand von dieser OP, die ich da hatte im Sommer, noch ein bisschen eklig aussah und ich wollte da meinen Finger nicht irgendwie in die Kamera halten. Jetzt ist es mittlerweile schön verheilt und deswegen habe ich da auch keine Hemmungen mehr und ich konnte da ja auch schon in den letzten Wochen ein paar Bausatzbesprechungen filmen, weil ich das jetzt eben wieder herzeigen kann. Darüber hinaus möchte ich auch noch ein paar neue Projekte anfangen. Ein paar Sachen weiß ich auch schon, ein paar Sachen muss ich mir noch entscheiden, was es ist. Habe ich mir so vorgenommen für den Winter, dass ich da ein Langzeitprojekt anfange und dann noch vielleicht was Kleines für zwischendurch, so zur Erholung und zur Abwechslung. Aber das bekommt ihr ja dann mit in nächster Zeit. Alles klar, dann schauen wir uns jetzt an, was ich mir so alles an neuen Bausätzen zugelegt habe seit dem letzten Update. Wie ihr sehen konntet, habe ich ziemlich ordentlich zugeschlagen, wobei ich gestehen muss, dass mindestens die Hälfte der Sachen reine Quarantäne-Frustkäufe waren. Wenn man zu Hause sitzt und sich langweilt, dann surft man einfach viel zu viel im Internet und bildet sich dann ein, dass man das oder jenes kaufen muss. Und die Sachen waren alle relativ billig, in der Summe wieder teuer, aber
jedes für sich war jetzt nicht teuer, deswegen dachte ich mir, das gönne ich mir jetzt mal. Und sind ja auch ein paar wirklich interessante Sachen dabei, zum Beispiel der Panzer 2L von Tasca. Den habe ich vor vielen Jahren schon mal gebaut, aber ich finde, das ist einer der schönsten Bausätze, die es im Maßstab 1:35 überhaupt gibt. Deswegen dachte ich mir, dass ich mir den einfach nochmal hole, weil er wirklich Spaß macht. Der Rest sind ja hauptsächlich Figuren, kann man immer brauchen. Ich habe zwar jetzt so mehrere Container mit Figurenteilen, aber die Riesenfiguren sind natürlich nochmal ein bisschen schöner und von der Themenwahl natürlich auch noch ein bisschen exotischer, spezieller, für bestimmte Dinge sehr gut geeignet. Deswegen habe ich da auch noch ordentlich zugeschlagen und halt noch ein bisschen Zubehör. Ja, oder Sachen, die eben so allgemein ganz interessant waren. Zum Beispiel den T-Rex von Pegasus Hobbys, den habe ich ja schon vorgestellt in dem Video. Das war ja der Quarantäne-Lückenfüller. Einige dieser Bausätze werde ich in den nächsten Wochen und Monaten bestimmt auch mal in dem Video vorstellen. Das eine oder andere ist ja auch recht ungewöhnlich oder eben brandneu. Und deswegen eben interessant für ein Video. Also da könnt ihr euch auf das eine oder andere auf jeden Fall schon freuen. Und ich denke auch ansonsten wird es auf dem Kanal nicht langweilig werden. Ich habe genügend angefangene Projekte oder Sachen, die eben kurz vor der Fertigstellung sind. Und ja, das wird so in den nächsten Wochen und Monaten auf euch zukommen. Gut, damit wären wir jetzt wieder am Ende dieses Updates. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt kommt ja wieder die kalte Jahreszeit, wo der Modellbau ja wieder etwas interessanter wird, weil man draußen nicht so viel tun kann. Jetzt aufgrund des Coronavirus ja umso mehr nicht. Und ich hoffe, dass ihr alle viel Zeit für den Modellbau findet und euch damit ein bisschen ablenken könnt. Bleibt gesund und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.